Sollte man im Winter an die Côte d'Azur reisen, ja oder nein? Also ich reise ja schon seit ungefähr 2011 so gut wie jedes Jahr im Sommer an die Côte d'Azur. Und jetzt habe ich gesagt, ich will mal wissen, wie ist es hier im Winter? Deswegen sind wir jetzt mal im Winter hierher gereist. Wir haben gerade Februar. In Deutschland sind so um 2, 3 Grad. Da hatte ich überhaupt keinen Bock mehr drauf, aber ich wollte auch nicht weit fliegen. Deswegen wollte ich einfach mal schauen, wie ist es denn so an der Côte d'Azur? Weil die kenne ich eigentlich schon wie meine Westentasche. Trotzdem war ich im Winter noch nie hier. Was sind die Vorteile? Was sind die möglichen Nachteile? Gibt es überhaupt Nachteile? Gibt es überhaupt Vorteile? Das werde ich jetzt mal beantworten in diesem Video. Also ich habe ja schon im Januar immer so ein bisschen rübergeschaut, was die Wetter-App betrifft. Ich habe immer geguckt, wie ist es denn gerade an der Côte d'Azur? Ist es da wärmer? Ist das Wetter dort scheiße? Würde es mir Spaß machen, dort im Winter zu sein? Und der Januar war echt Hammer dort. Also es war voll oft so 16, 17 Grad. Sonne pur, das konnte man ja von Deutschland überhaupt nicht behaupten, da war ja gar nichts, da war sogar die Luft richtig schlecht. Und dann habe ich so gedacht, okay, wie wäre es, wenn man im Februar vielleicht mal an die Côte d'Azur fliegt und einfach mal schaut, wie es da so ist, was machen die Restaurants, was machen die Sehenswürdigkeiten, hat überhaupt irgendetwas auf. Und genau, dann haben wir einfach gebucht und sind jetzt gerade an der Côte d'Azur. Und heute ist ein regnerischer Tag. Aber wenn ich so die ganzen nächsten Wochen so anschaue oder auch letzte Woche, da war nicht viel Regen. Also es ist vielleicht so ein Tag Regen und dann ist es auch voll lange sonnig und vor allem viel wärmer als in Deutschland. Also so die letzten Wochen war es immer wieder mal 15, 16 Grad und ich habe geschaut, nächste Woche wird es auch oder diese Woche 15, 16 Grad sein. Das bedeutet schon mal ganz anders als in Deutschland und ich hatte keinen Bock mehr auf diese 3, 4, 5 Grad. Und das ist auch schon mein Vorteil Nummer 1, beziehungsweise ja, ein klares Ja, warum du auch im Winter an die Côte d'Azur reisen solltest. Natürlich wegen des Wetters. Es hat vielleicht mal so einen Regentag pro Woche oder so alle 2 Wochen, je nachdem, ne, wie es gerade ausschaut. Also das Wetter ist hier auf jeden Fall besser als in Deutschland. Wir hatten gestern zum Beispiel schon einen richtig sonnigen Tag hier. Es war so warm, also die Luft hat sich richtig so warm angefühlt, eigentlich so wie im Frühling in Deutschland. So ist es hier jetzt schon. Und das ist für mich auf jeden Fall eine Verbesserung im Gegensatz zu, wenn ich jetzt einfach in Deutschland geblieben wäre. Und es macht auch so viel mehr Spaß, einfach draußen zu sein, am Meer zu sein, die Sonne zu genießen. Also, wenn du eine Frostbeule bist und keine Lust mehr hast, im Winter in Deutschland zu sein, kann ich dir auf jeden Fall die Côte d'Azur schon mal ans Herz legen. Kommen wir zum Thema Restaurants, Bistros. Hat überhaupt irgendetwas auf oder ist hier nur tote Hose? Also ich kenne das ja vom Sommer, da hat hier wirklich alles auf. Es ist mega voll, die Restaurants, manchmal muss man sogar vorbestellen, damit man einen Platz bekommt. Es ist alles voll, es ist auch laut, es ist halt richtig so ein Trubel. Und die Strände sind natürlich voll. Und man fragt sich natürlich, wie ist das im Winter? Kriege ich überhaupt irgendwo was zu essen oder wie sieht's aus? Und ich muss sagen, auf jeden Fall. Also ich war schon mal im April, sagen wir mal auf Sardinien zum Beispiel oder in Spanien und das ist je nach Ort, da hat teilweise echt noch nicht viel auf. Hier jetzt, wir sind in Juan-les-Pins und Antibes und es hat zwar noch nicht alles auf, macht ja auch Sinn, weil wäre ja nicht wirtschaftlich, wenn jetzt wirklich jeder Laden hier aufmachen würde, aber die haben immer wieder, so alle paar Meter haben auch Bistros auf oder Restaurants. Und man bekommt überall was zu essen. Und was wir halt immer sehr gerne nutzen im Urlaub, sind halt so Apps wie Uber Eats oder Deliveroo und solche Sachen. Und da findest du wirklich alles, was hier so in der Gegend ist und auch gerade auf hat. Und da gibt es so viel leckere Sachen. Das heißt, verhungern wirst du auf gar keinen Fall. Vor allem, wenn du ein Airbnb nimmst, kannst du auch einfach im Supermarkt einiges einkaufen und ja, kannst dir was zu essen machen. Also du wirst nicht verhungern. Es gibt Restaurants, die aufhaben. Es gibt Bistros, wo du schnell was holen kannst. Aber es hat halt nicht alles auf. Deswegen würde ich das eher ich würde das gar nicht als Manko bezeichnen, weil eher so plus minus. Je nachdem, wenn du viel mehr Auswahl haben willst, dann bist du am besten im Sommer hier. Wenn es auch so okay für dich ist, dann reicht auch Winter. Genau. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein Vorteil, Nachteil oder so. Einen weiteren klaren Vorteil, den ich sehe, sind die Preise momentan in Hotels und in Airbnbs. Das heißt, wenn du schon immer mal etwas von der Côte d'Azur sehen wolltest und vielleicht den Hochsommer meiden möchtest, wegen zu warm, zu teuer, zu voll, keine Ahnung was, dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, das mal im Winter zu machen. Weil die ganzen Preise, also von Airbnbs, von Hotels, die sind human. Also das kann man sich auf jeden Fall leisten. Vor allem, wenn du sagst, du willst nur eine Woche bleiben. Wir werden jetzt
3 Wochen oder vielleicht noch länger bleiben. Mal schauen, wir sind da relativ spontan. Und das heißt, also du kannst, also man denkt das gar nicht. Côte d'Azur, da verbindet man immer Teures damit und sowas. Und du kannst im Winter echt relativ günstig, würde ich sagen, hier mal eine Woche verbringen, dir Sachen mal anschauen. Klar, es hat nicht alles auf. Da kommen wir mal zum nächsten Punkt gleich. Aber ich möchte sagen, wenn du Bock hast auf die Côte d'Azur, Airbnb, tolle Preise, Hotels teilweise auch tolle Preise, lässt sich machen. Was im Sommer echt schon schwierig ist, vor allem weil auch sehr viel ausgebucht ist. Dann kommen wir zu einem Nachteil, es hat nicht alles auf. Einige Chateaus sind geschlossen, dann so Bootsausflüge, die man normalerweise im Sommer täglich mehrmals von Cannes aus zu den Inseln machen kann, die gibt es jetzt im Winter einfach nicht, weil das wird sich einfach nicht lohnen für die. Aber also so einige Sachen kann man halt nicht machen, die man sonst im Sommer machen würde. Aber das ist nicht schlimm, weil man vieles anderes machen kann. Es gibt hier auch viele Museen, vielleicht mache ich da auch nochmal ein Video zu, die du besichtigen kannst. Es gibt, vor allem im Februar gibt es auch schöne Festivals. Es gibt den Karneval in Nizza, es gibt die Fête du Citron in Menton. Das geht auch mehrere Wochen. Das ist nicht nur ein Tag irgendwie Karneval oder ein Tag dieses Zitronenfest, sondern das geht echt bis Anfang März. Das sind, glaube ich, so 2 oder 3 Wochen sogar, wo man täglich schöne Sachen sehen kann und diese Festivals, diese Umzüge quasi sehen kann. Es gibt genug zu machen. Und Gärten haben auch auf, wie ich gesehen habe. Also du kannst vieles Schönes besichtigen und das Wetter spielt auch mit. Ich würde auch nicht sagen, das ist jetzt unbedingt ein Nachteil, weil, also dass einiges zu hat, klar, ist nicht so schön, aber es gibt noch genug anderes zu sehen. Ich sehe da aber tatsächlich auch einen Vorteil darin, weil im Sommer sind diese ganzen Sachen überfüllt. Diese Gärten oder diese Dinge, die du besichtigen möchtest, das ist dann alles ein bisschen schwieriger, dann wegen der Hitze noch, du hast gar keinen Bock, so viel rumzulaufen. Und im Winter kannst du das halt einfach machen. Es ist leer, also du wirst dann nicht Massen an Menschen antreffen. Du kannst dir diese Sachen voll in Ruhe anschauen. Und wir werden auch noch schauen, was wir hier so besichtigen werden in den nächsten Wochen. Ich werde auf jeden Fall Videos machen, wenn wir irgendwo sind, mit allen möglichen Infos. Dann wirst du auch noch mal sehen, was hat denn alles hier offen zu dieser Zeit. Und ja, genau. Also ich bin hier jetzt gerade erst mal 2 Tage und ich bin schon viel, viel glücklicher als den Winter in Deutschland, also den Januar und das Ganze da. Und das merke ich einfach am Wetter, an den Menschen. Einfach, man kann was erleben, man muss nicht zu Hause frieren und hocken, weil ich bin einfach eine Frostbeule und ich mache in Deutschland einfach nichts im Winter, wenn es so kalt ist. Ich habe auch zu nichts Lust. Und deswegen ist das hier für mich einfach ein Gamechanger. Also ich bin eigentlich schon seit fast 15 Jahren, fast jedes Jahr im Sommer an der Côte d'Azur und jetzt erst das erste Mal im Winter. Und das ist echt krass und das gefällt mir. Also ich merke, es tut mir so gut. Ich habe die tolle Meeresluft. Es ist was ganz anderes, als jetzt in Deutschland zu sein. Ich möchte Deutschland damit nicht schlecht reden, aber ich komme mit den Temperaturen da einfach nicht klar. Und mit dieser permanenten Dunkelheit, weil hier gibt es Sonne. Hier gibt es wirklich so gut wie jeden Tag Sonne. Heute ist ein bisschen dunkler, deswegen habe ich mir jetzt auch Zeit genommen, dieses Video aufzunehmen. Und genau, mal so als Fazit, ihr seht, es gibt Vor- und Nachteile. Für mich überwiegen die Vorteile, weil ich einfach in Deutschland im Winter einfach nicht viel anfangen kann und es mir einfach super, super gut tut, die Sonne auf der Haut zu spüren, Meeresrauschen, einfach diese gute Luft. Und deswegen, meine Antwort auf die Frage, Côte d'Azur im Winter ja oder nein, ist eindeutig ja. Kann ich absolut empfehlen. Vor allem, wenn du jemand bist, der noch nie an der Côte d'Azur war und das Ganze mal so ein bisschen in Ruhe betrachten, besichtigen möchtest, mach das auf jeden Fall. Wenn du noch weitere Fragen hast zu Côte d'Azur, egal was, oder wenn du Wünsche hast du Videowünsche, was soll ich hier mal zeigen, lass es mich wissen in den Kommentaren, dann mache ich da auf jeden Fall Videos zu. Das ist halt auch ein Thema, was ich in der nächsten Zeit immer wieder ansprechen möchte oder noch tiefer behandeln möchte. Deswegen lass es mich gerne wissen und ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Lass gerne ein Like da, gerne ein Abonnement, wenn es dir gefallen hat, gerne auch Kommentare, gerne auch Feedback. Ich bin offen für alles und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.